Hi, ich bin Alex von Mission M und ich führe euch heute durch unser Plugin durch. Wenn wir das Plugin hier installiert haben, klicken wir kurz auf Konfigurieren und genau, ich führe euch jetzt durch die Step-für-Step Option durch, die unser Plugin so bietet. Auf der ersten Ebene habt ihr hier den Verkaufskanal. Das heißt, alle Einstellungen, die ihr in unserem Plugin trefft, könnt ihr zu einem auf alle Verkaufskanäle anwenden oder auch nur für bestimmte. Das heißt, vielleicht hat Verkaufskanal A diesen Tag Manager Code und Verkaufskanal B einen anderen. Das ist alles möglich mit dem Plugin. Wir richten es jetzt mal für alle Verkaufskanäle ein, übergreifend. Genau, hier könnte man dann natürlich seinen eigenen speziellen Verkaufskanal noch auswählen. Genau, hier wichtig, das Plugin überhaupt mal zu aktivieren. Das heißt, ihr könnt es auch wiederum in einzelnen Verkaufskanälen deaktivieren, wenn ihr es nicht braucht. Genau. Wichtig, dass das Plugin auch sauber funktioniert, ist die Consent-Konfiguration. Und da kommt es darauf an, was für einen Consent-Banner ihr im Einsatz habt. Standardmäßig haben wir jetzt diesen Shopware Standard Consent Banner. Wir unterstützen aber eigentlich so ziemlich alle gängigen Consent Banner, sei es Acris, CCM19, CMP, Cookiebot, Cookie First etc. Wie gesagt, hier das richtige Consent Banner auswählen, sonst feuert der Tag Manager nicht. Dann ist es so, manche Consent Banner haben den Google Consent Mode V2 von Haus aus. Dazu gehört zum Beispiel Cookie First oder User Centrics, Cookiebot und andere aber nicht. Dazu zählt zum Beispiel der Shopware Standard Consent Banner. Und da ist dann wichtig, wenn euer Consent Banner diesen Consent Mode V2 nicht von Haus aus unterstützt, solltet ihr den hier aktivieren. Genau, wir unterstützen ebenfalls den Advanced Consent Mode. Der Advanced Consent Mode lädt den Tag Manager, bevor der Consent Banner zugestimmt ist. Das ist rechtlich die Frage, ob das okay ist oder nicht. Da bitte mit eurem Anwalt kurz beraten, mit eurem Datenschutzbeauftragten. Ich lasse es hier jetzt mal deaktiviert und in der Einstellung lädt der Google Tag Manager erst, wenn jemand den Consent Banner bestätigt. Davor lädt der Google Tag Manager nicht und es werden im Prinzip gar keine Scripts von unserem Plugin ausgeführt. Genau, in der Sektion Tag Manager Konfiguration könnt ihr alles rund um den Google Tag Manager einstellen. Standardmäßig, wenn ihr ganz normal den Google Tag Manager einsetzt, einfach die Tag Manager Container ID hier einfügen, schauen, dass ihr hier kein Leerzeichen einfügt. Genau. Jetzt ist so, unser Plugin unterstützt auch den serverseitigen Tag Manager. Und oftmals habt ihr beim serverseitigen Tag Manager einen benutzerdefinierten Tag. Wenn ihr den serverseitigen Tag Manager einsetzt, dann könnt ihr das hier aktivieren. Aber wenn ihr den Standard Google Tag Manager clientseitig einsetzt, dann hier einfach deaktiviert lassen und hier die Felder auch leer lassen. Bei dem Einsatz vom serverseitigen Tag Manager eben aktivieren und hier euren serverseitigen oder euer Custom Script einfach Head- und Body-Bereich einfügen. Genau, hier bei der GA4-Konfiguration könnt ihr jetzt auswählen, ob der GA4 Data Layer feuern soll oder nicht. Wir wollen natürlich den GA4 Data Layer haben. Das heißt, hier einmal aktivieren. Dann den Value für die Enhanced E-Commerce Events. Hier empfehlen wir Netto zu verwenden. Das hat auch GA4 jetzt offiziell bestätigt auf ihrer Support-Seite. Genau, würde einfach den Nettowert empfehlen zu wählen. In der Rubrik Marketing Channels habt ihr jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Channels zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Hier würde ich immer empfehlen, die Channels, die ihr nicht verwendet, einfach abzuwählen und zu deaktivieren. Genau. Bei der Marketing Channels Konfiguration
kann man hier den Value einstellen, also ob der Value netto sein soll, ohne Versand, brutto ohne Versand, brutto mit Versandkosten oder Nettoumsatz mit Versand. Wir empfehlen auch wieder hier Nettoumsatz und ohne Versand. Hier könntet ihr noch ein Value dem Kontaktformular zuweisen. Das heißt, wenn euch ein Kontaktformular einen gewissen Value wert ist, in Google Ads oder sonst wo, könnt ihr hier einfach einen Wert zuweisen, zum Beispiel 20 Euro. Hier in dem Bereich habt ihr noch die Möglichkeit, Staffelpreise als Coupons anzulegen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Staffelpreise habt, werden diese an den Data-Layer in Form eines Coupons übermittelt. Ebenfalls bei den Streichpreisen. Ich lasse es aber jetzt mal deaktiviert. Und ansonsten habt ihr hier noch die Möglichkeit, UTM-Parameter auszuwählen, zu aktivieren. Das heißt, im Prinzip seht ihr dann bei jeder Bestellung im Shopware Backend, aus welcher Quelle die Bestellung zustande kam. Also kam sie jetzt von Google Ads, kam sie von Meta Ads, kam sie von Newsletter Marketing beispielsweise etc. etc. Das seht ihr dann alles hier. Genau, hier habt ihr noch die Möglichkeit, eine Tag Manager Umgebung einzufügen. Das heißt, wenn ihr am Testen seid, könnt ihr einen Arbeitsbereich definieren und damit einfach eine Google Tag Manager Umgebung aktiv testen. Das mache ich jetzt ebenfalls nicht und das wäre schon mit der Konfiguration. Ihr klickt hier einfach auf Speichern. Wie gesagt, dieses UTM-Parameter-Tracking, dazu müsst ihr hier unter euren Bestellungen gehen, hier oben unter Listeneinstellungen und Affiliate-Code und Kampagnencode einfach einblenden. Und ja, das sind jetzt viele Testbestellungen, aber im Prinzip seht ihr dann hier zum Beispiel Ads und dann Google Ads oder Microsoft Ads, Meta Ads etc. Das seht ihr dann bei jeder Bestellung, woher die Bestellung letztendlich kam. Eine Kleinigkeit noch, wenn ihr unser Plugin einsetzt, ist es wichtig, dass ihr hier in euren Verkaufskanal geht und einmal auf die Analyse klickt und hier sollte im Prinzip alles leer sein, weil wenn hier irgendwas befüllt ist, kann es sein, dass Events doppelt getrackt werden oder die Werte nicht korrekt übergeben werden, also da bitte kurz schauen, ob alles passt und genau, das war's schon mit den Backend-Einstellungen unseres Plugins und jetzt kommen wir dann in den Bereich, dass wir den Google Tag Manager einrichten für unser Plugin. Wir sind jetzt im Google Tag Manager. Genau, ihr geht einfach in euren Container, ganz normal. Hier heißt es jetzt Testing Mission M. Und genau, wenn euer Container befüllt ist, wenn da noch alte Tags sind, die ihr nicht mehr braucht, ist auch nicht schlimm. Beim Container-Import könnt ihr diese einfach überschreiben. Um die Container herunterzuladen, geht ihr einfach auf Google, sucht Plugin Mission OM, klickt hier direkt aufs erste Suchergebnis und klickt dann auf Shopware 6. Und genau, das ist unsere Doku-Seite. Hier findet ihr nochmal detailliert alle Einleitungen für die einzelnen Content-Banner etc. Und hier oben unter Container-Download könnt ihr euch die einzelnen Container downloaden. Wir gehen jetzt hier auf GA4, Google Analytics 4. Hier habt ihr nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Screenshots. Wir brauchen aber jetzt aktuell einfach nur den Container. Das heißt, hier klicken auf GA4 Container Download, laden den runter. Hier sieht man, den haben wir jetzt gerade runtergeladen. Gehen jetzt wieder in unseren Google Tag Manager, klicken links oben auf Verwaltung, Container importieren und wählen jetzt unsere Container-Datei aus, die wir jetzt gerade runtergeladen haben. Das ist die hier. Klicken dann auf Arbeitsbereich auswählen, bestehender, Default Workspace. Und jetzt ist wichtig, wenn ihr hier Überschreiben auswählt, dann wird im Prinzip der Google Tag Manager komplett platt gemacht. Das heißt, alle alten Tags werden gelöscht
und nur die neuen Tags kommen rein. Wenn ihr zusammenführen klickt, bleiben die alten Tags bestehen und werden eben nicht überschrieben. Genau. Wir klicken jetzt hier die Option überschreiben, weil wir einfach einen ganz frischen Tag Manager wollen. Klicken hier auf dem Arbeitsbereich hinzufügen. Und genau. Jetzt haben wir hier die Tags. Wichtig zu erwähnen, hier die GA4-Tags. Da sind im Prinzip wirklich alle Tags dabei für ein GA4 E-Commerce Tracking. Das heißt, ein Add-to-Cart-Event ist drin, Begin Checkout, Add Payment Info, View Item, Select Item. Da ist im Prinzip wirklich alles mit dabei. Und genau, man sieht es auch hier in unserem Regex Ereignisnamen, also in unserem Trigger. Alle Events sind hier nochmal aufgezählt. Genau, das ist sehr, sehr komprimiert, funktioniert aber wirklich einwandfrei. Und im Prinzip ist jetzt fast schon ready. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ihr geht hier auf Variablen und fügt hier in diese Variable 01 GA4 Mess-ID eure GA4 Mess-ID aus Google Analytics raus. Die sieht immer so aus, G und dann, weiß nicht, irgendwelche Zahlen. Genau, klickt auf Speichern und damit ist GA4 im Prinzip schon eingerichtet. Jetzt wollen wir noch Google Ads importieren. Das heißt, wir gehen wieder auf unsere Hilfeseite, gehen auf Container Download, diesmal Google Ads. Klicken hier auf Google Ads Container Download, haben den jetzt hier wieder runtergeladen, gehen wieder in den Google Tag Manager, klicken dann wieder auf Verwaltung, Container importieren, wählen hier wieder die Containerdatei aus, klicken hier auf bestehenden Arbeitsbereich, Default Workspace und dann aber wichtig zusammenführen, weil wir haben ja im Prinzip schon die GA4-Variablen oder die GA4-Tags drin und wir wollen die ja behalten. Das heißt, hier einfach zusammenführen klicken, dem Arbeitsbereich hinzufügen und klicken dann auf Tags. Und jetzt sehen wir hier zu den GA4-Tags sind eben jetzt die Google Ads-Tags noch hinzugekommen. Hier auch nicht wundern, dass bei der Conversion-Verknüpfung kein Trigger drin ist. Das funktioniert so, dass wenn dieser Tag hier feuert, der Google Ads G-Tag, gibt es einfach eine Sequenz, das heißt eine Tag-Reihenfolge. Wenn der Tag auslöst, löst der Google Ads Conversion-Verknüpfung Tag danach aus und nach dem Google Ads Conversion-Verknüpfung Tag löst der Google Ads Remarketing Page View Tag aus. Genau, und bei Google Ads ist ebenfalls dann das Gleiche. Ihr müsst hier nur noch die 3 Variablen einfügen. Das heißt einmal eure Conversion-ID. Diese besteht irgendwie einfach aus Zahlen. Genau, fügt die einfach hier ein, klickt auf Speichern. Dann das Conversion-Label für das Purchase-Event, also für das Kauf-Event. Das Conversion Label Purchase einfügen, das besteht aus einem wilden Buchstabenmix und irgendwie eine Zahlenkombination teilweise. Klickt hier dann ebenfalls auf Speichern und dann die letzte Variable, die Merchant Center ID, die findet ihr immer rechts oben in eurem Google Merchant Center, gebt diese auch hier ein und klickt wiederum auf Speichern. Und damit war es schon. Ihr habt jetzt das perfekte Setup eingerichtet. GA4 ist drin, Google Ads ist drin. Jetzt bleibt es nur noch hier, muss einfach der Container für GA4 nochmal veröffentlicht werden. Einfach auf Senden klicken, veröffentlichen. Und damit habt ihr schon euer Tracking integriert, ist fertig und genau. Falls irgendwas mal nicht klappen sollte bei euch, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, kostenfrei einen Termin mit mir direkt zu vereinbaren. Einfach im Calendly auf der Landingpage-Seite einen Termin vereinbaren und dann schauen wir uns das gerne gemeinsam an und kriegen das bestimmt auch gelöst.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.